Der große Detlefs Report, Teilnummer 1, 2, 3, 4, 5, 6 von insgesamt 9 Fahrzeugen, die wir euch zeigen heute. Insgesamt sogar 10 Stück. Der T7057 EB Trend für 62.429 Euro. Wir sind bei Glückfahrzeuge von der Freistaat in Sulzemoos. Und hier steht er. Ja, Länge, werden wir gleich mal erfahren. Ausgewachsenes Fahrzeug. Sag mal die Länge bitte, Marlene. 7,41 Meter. 7,41 Meter. Höhe? 2,90 und die Breite? 2,33. 2,33 Meter. Da ist er, der Trend. Also für 4 Personen geeignet oder für 2 Personen, die wirklich viel Platz haben möchten, denn die Anordnung ist mit Längsbetten und Querbetten. Das ist sehr interessant. Das ist ein Schnitt, den wirklich viele haben möchten. Wichtig ist der Preis, 62.429 Euro. Damit sind wir zwar nicht im Einstiegssegment, aber bei Detlefs schon, relativ günstig. So 3,5 Tonnen, 634 Kilogramm Zuladung und das Ganze werden wir uns jetzt mal anschauen. Komm mal mit. Elektrisches Hubbett mit drin, an der Seite eine schwarze Beschriftung, Trend, eine recht edle Optik. Nicht zu modern, sondern so ein Mittelding, sage ich jetzt mal. Denn es gibt ja auch viele, die sagen, hey, das ist mir zu viel, mit so zu viel Schiefer, zu viel Grau. Und hier haben wir direkt ein kleines Detail. Ich habe schon aufgemacht. 2 Gasflaschen hintereinander, die über eine kleine Kante gehoben werden müssen. Die ist hier unten drin. Und da hat man die Halterung jeweils für die Gasflaschen mit dabei. Das ist das Gasflaschenfach. Okay. Die Heckgarage. Sehr groß mit 2 gleichen Türen auf beiden Seiten. Zoösen und sehr tiefen Fächern nochmal mit dabei. Das ist die Tiefe von einem Fach. Davon hat man insgesamt 3 Stück. Das größte Fach auf der Beifahrerseite. Das ist die Heckoptik. Bei diesem wunderschönen Wetter an Halloween, 31. Oktober 2020, mit leicht wechselbaren Heckteilen, falls es dann doch mal zu einer Beschädigung kommt, lassen sich einzelne Teile dann auch wechseln. Da oben ist die dritte Rückleuchte mit optional der Heckkamera und der gleichen großen Tür auf der Beifahrerseite mit Zugang dann zu den Tanks. Eine Beleuchtung mit drin, Steckdose. Und das hier ist übrigens die Halterung für das Bordwerkzeug, die jetzt mittlerweile drin ist, dass es also einen festen Platz hat. So, Außenstrom. Wasser in dem Fall. Und Außenstrom. Die Toilette von Tedford. Danke. Die Aufbautür mit Beleuchtung. Und niedriger Einstiegsschwelle. Wenn du da mal kurz reingehst, dass man mal sieht, wie gut der Einstieg ist. Also das geht. Auch ohne, dass man hier noch einen Hocker braucht. Das Ganze hier nochmal in der Betonoptik, der Boden. Ganz modern und zeitlos. Linken Seite ein kleines Fach mit drin. Der Haltegriff. Und hier ist noch ein Fach, da kann ich was ablegen, zum Beispiel einen Schirm. Da ist der Schuhschrank direkt am Eingang. Groß und tief. Und eine relativ breite Bank. Also wir haben schon schmalere gesehen. Gell, Marlene? Ja. Die ist breiter. Genau. Und damit habe ich nämlich die Möglichkeit, wenn du dich mal kurz drehst, nämlich direkt an den Schuhschrank drunter zu kommen, sich die Schuhe anzuziehen und dann am Eingang praktisch direkt dran zu kommen. Der Tisch ist absenkbar.
die Sitzgruppe direkt gegenüber. Setz dich mal rein, bitte. Das Ganze ist auch ganz bequem zugänglich. Der Tisch lässt sich in 2 Richtungen auch verschieben. Und wesentliches Element hier drin ist auch das Hubbett direkt am Eingang. Sind die Lampen im Hubbett drin, die Schränke sind im Hubbett integriert. Oben sieht man es und die Hängeschränke dort drüber auch im Hubbett integriert. So, die linke Seite ist eine Blende und hier rechts hat man Schränke. Da ist die Notentriegelung fürs Hubbett da drin. Daneben ist ein Schrank. Und hier die Blende, die geöffnet sein muss, wenn man das Hubbett herablässt. Das können wir gleich mal machen. Dann wird einfach die Blende geöffnet, die anderen können geschlossen werden. Hier oben wird einfach das entriegelt. Und dann hat man hier einen mit einem Schloss gesicherten Schalter. Der wird runtergedrückt, das macht die Marlene mal gerade. Und wie von Zauberhand geht das Bett dann runter mit automatischem Abschaltschutz, falls zu viel Strom drauf ist. Das heißt also, jemand liegt noch drauf, der ein bisschen schwerer ist. Dann fährt das Bett zwar kurz hoch, stoppt aber dann. Das haben wir eben mal ausprobiert. So, jetzt ist Schluss. Das wäre jetzt die Endposition. Hier ist eine Leiter dabei, häng die mal bitte ein. Das ist der bequemste. Man kann natürlich auch über die Frontsitze einsteigen, aber das kann gefährlich werden. Und genau die falsche Seite. Kein Problem, denn die Trittstufen sind relativ breit, sodass man auch barfuß hoch kann und den Einstieg leicht findet. Breite ca. 1,60 Meter an der breitesten Stelle, sodass man ganz bequem Platz findet. Also auch als... Bitte? Da hinten ist sogar noch so eine kleine Nische. In der ich auch noch was tatsächlich reinmachen könnte. Ich glaube gerade, ob da noch ein Anschluss ist oder nein. Genau. So, die Höhe, was denkst du, ungefähr 1,5 Meter hoch hier mit eigener Luke. Dann komm mal kurz runter. Ist schön warm hier, oder? Ja, es ist warm. Es ist warm am 31. Oktober. Temperatur wie im Sommer. Und das ist der Abstieg. Geht aber. Ja, ich denke mal, ich bin ungeübt, ne? Im Hubbett liegen. Genau. Ich kenne das jetzt nicht. Genau, wenn du die Leiter mal hoch machst, das ist übrigens der Rausfallschutz hier vorne. Den kann man auch unter das Bett machen. Oder halt oben einhaken, damit Kinder, die oben liegen, halt nicht so einfach rausfallen können. Gut, rausfallen kann man immer, aber es wird dann viel schwieriger. Gut, fahr's nochmal hoch bitte. Dann sieht man mal, wie der Raum sich erweitert. Ein Notweg ist immer noch frei, das heißt also gebückt kann man problemlos dann durchgehen. Ja. Und so sieht das dann aus. Das heißt, wenn irgendwann mal was passiert, man muss mal schnell aus dem Auto raus. Das funktioniert immer noch. Und drüben im Sitz, Fahrer- und Beifahrersitz, habe ich komplette Stehhöhe, immer noch trotz hintergelassenem Hubbett. Ich fahre jetzt mal hoch. Die Stühle musst du auch nicht... Die Stühle muss man auch nicht umbauen, sagt Marlene. So, das ist das Hubbett nach oben. Ganze sehr leise auch, also da weckt man keinen jetzt auf mit. Und eine Besonderheit ist hier bei dir, du bist ja jetzt knapp über 1,70. Hier unten ist nämlich eine kleine Stufe mit drin, die kann man wegnehmen für längere Leute, die größer sind. Und dann hat man Stehhöhe auch bis zu 1,90 Meter. Also das hat die Stehhöhe erheblich nochmal erweitert. Genau, wenn du nochmal die Stufe reinmachst. Wenn man natürlich ein bisschen kleiner ist, lässt man die Stufe drin. Der Vorteil ist, dass man bei der kleinen Sitzbank die Beine sehr schön auch ablegen kann. Wenn du dich mal auf die kleine Sitzbank setzt, dann sieht man hier, die Beine sind jetzt optimal dann noch abgelegt. Nochmal hoch bitte, die Höhe. Genau, dass du nochmal zeigst, jetzt ist noch ein bisschen Platz und mit der Stufe ausgebaut hat man dann noch mehr Platz drin. Eigentlich geschickt überlegt. So, Tisch lässt sich also auch, wenn du hier sitzt,
muss man die Sitze gar nicht drehen. Das heißt also, 2 Leute können jetzt hier ganz bequem Platz nehmen. Der eine sitzt hier, der andere sitzt da. Und ich mache das mal gerade. Ich nehme jetzt mal hier Platz. Und das ist so der Blick denn gegenüber für eine kurze Kaffeepause bei diesem schönen Samstagnachmittag in... Jetzt habe ich den Ort vergessen, wo wir sind. In... Weißt du es noch? Ich auch nicht mehr. Sulz. Sulzemoos. So, bei der Freistaat. So ist es. Ich habe schon 1000-mal gesagt. Irgendwann, du kennst das, wenn du Sachen ganz oft sagst, irgendwann weißt du es nicht mehr. So, Hubbett ist oben drüber. Da ist noch ein Schrank oben drüber. Mach den mal auf. Über dir. Ja, warte. Klein, aber fein. Kann man denn noch Sachen reinmachen. Auto steht ein bisschen schräg nach vorne. Ich habe hier oben eine Möglichkeit, dann das Licht reinzulassen und frische Luft. Das ist stufenlos verstellbar. Das ist einmal durch ein Fliegengitter geschützt und einmal durch eine Verdunklung. Alles kann ich individuell anpassen. Mach mal ganz auf. Ganz. Genau, von unten. Und dann kann man es auch öffnen. Mach's mal auf. Gibt es nämlich einen kleinen Trick. Erst die beiden Hebel. 4, 5 Hebel. Genau. Und dann muss man, da sind so Schrauben dran und wenn du die Schrauben anziehst, dann kannst du das stufenlos einfach offen lassen. Ja. Okay. Sodass man also ganz schnell mal lüften kann und dann hier einfach rausgucken kann. Ja, und was ich gerne mache, Fliegengitter. das Fliegengitter. Das heißt geöffnet und Fliegengitter jetzt drin. Genau, kein Ungeziefer. Kein Ungeziefer. Wespen meinst du? Wespen zum Beispiel, ja. Schön. Bienenwespen. Ja, setz dich mal, wenn ich auch mal auf den Beifahrersitz setze. So, das ist also auch sehr gemütlich, ein schöner Platz. Denn ich denke, ja, mit dem Hubbett und mit 4 Personen, also man tritt sich auch nicht unbedingt direkt auf die Füße, selbst wenn es mal etwas schlechtere Tage sind. Denn jetzt haben wir schönes Wetter. Die Leute saßen gerade eben dann noch schon mit Bänken vor dem Wohnmobil, aber so war es ja die letzten Tage gar nicht. Es hat ja die ganze Zeit geregnet. Ja. Hier vorne hat man Ablagen oben drauf, überall mit Rausfallschutz. Genau. Eine Kante, Noch eine Steckdose. Da oben nochmal integriert. Ansonsten, hier war es das an der Stelle. So, und das ist das Cockpit. Navi ist nicht eingebaut, Klimaautomatik, 6-Gang-Schaltgetriebe. Das übliche Fiat-Cockpit. Hier ist die Verdunklung bereits montiert auf der linken Seite. Ansonsten ist sie in die Frontscheibe eingelassen. Das ist sehr einfach. Man klickt einfach auf der linken Seite beide zusammen und schwuppdiwupp treffen die sich in der Mitte mit einem Magneten. Okay. So, das haben wir komplett durch. Hier sind 2 Gurtplätze auf der Seite. Dann die Küche, klein aber fein auf der linken Seite, diesmal in einem etwas dunkleren Holz mit einer beigen Textiloptik bei den Schränken. Und vielleicht gehen wir aber erstmal ganz durch, Marlene, dann kannst du die Schuhe nämlich ausbehalten und zeigen mal gerade den hinteren Bereich mit dem Bett. Da ist nämlich 2 Einzelbetten. Die linke Seite ist ein bisschen länger wie die rechte Seite. Und in der Mitte kann ich den Platz dann nochmal vergrößern, indem ich hier dieses Inlay komplett ausziehe, was noch weiter ausziehbar ist. Das ist jetzt nur so angedeutet. Außerdem ist das Polster, das gehört ganz nach hinten hin. Das können wir gleich mal zeigen. So, damit du mal kurz hier reingehst Ja. und das mal zurückbaust. Das vordere Polster muss nach hinten, siehst du, wegen der Ausbuchtung. Das gehört nämlich ganz nach hinten. Das können wir gleich mal machen. Und dann kann man hier diesen Bereich hochheben, leicht anheben, den Fallschutz drunter legen und das dann, genau, wenn du dich mal ein bisschen kleiner machst, dann filme ich gerade dazwischen. Super. Und das dann einfach einschieben. Ist das schwer? Nur, Bisschen drücken. da musst du. Gut, die Matratze liegt jetzt auch drauf. So, das war's. Also jetzt habe ich einen sehr bequemen, leichten Einstieg. Genau, wenn du das Polster mal gerade nach rechts machst, Und die auf die Seite, genau. Und dann zeige ich mal gerade, wie der Einstieg ist. Hier sind also jetzt mehrere Stufen, 2 Stück.
Und wenn du von unten nach oben einfach mal gehst, mal zeigst, wie einfach das ist, der Einstieg. Und ja, dann kann man sich hinsetzen, kann sich dann auch festhalten auf beiden Seiten und hat bei knapp über 1,70 dann noch gerade noch Luft. Also die etwas größeren Menschen müssen sich ein bisschen bücken. Ja. So ist es aber. Dafür hat man eine Heckgarage, die ein bisschen größer ist. Genau. Gibt es übrigens auch einen Grundriss, wo die Betten ganz unten sind und man Stehhöhe hat im Schlafzimmer. Fand ich sehr interessant, der Grundriss, aber das muss jeder selber entscheiden. Dafür verzichtet man natürlich wieder dann auf Garage. Genau. Hier hast du dann nochmal wieder Stauraum, 2 Schränke. Dann jede Menge Regale an der Seite, das gleiche auf der anderen Seite. Genau. Hier rechts hat man immer Anschluss USB und Strom, 240 Volt. Und hier vorne Fenster mit drin. Dann hier auf der linken Seite ein Kleiderschrank mit einer Stange mit dabei. Hier unten ist der 230 Volt Verteiler. Wir haben eine Truma Kombi 6, Heizung, Luft. Hier ist dann nochmal ein Schrank mit Kleiderstange. Also habe ich richtig viele Möglichkeiten, Kleider aufzuhängen. Das sieht man also hier oben noch mal rein. Das lässt sich nicht anheben, gell? Nee, das ist fix. Das ist fix. Gut. Oben haben wir noch eine Luke. Dann kann man hier zumachen. Da ist eine Rolltür. Genau, die ist schon drauf. Dass ich sagen kann, gute Nacht. Und ich gehe mal einen Schritt zurück, dann sieht man mal, wie das jetzt abgeschlossen ist. Trotzdem komme ich dann noch ans Bad ran und an die Toilette. Und wenn ich dann komplette Ruhe haben möchte, mache ich das einfach nochmal auf und kann dann die Badtür öffnen und trenne dann den Raum ab, komplett zu einem Bad, wo ich dann einfach zumachen kann, wenn ich jetzt zum Beispiel mich bettfertig mache. Okay, mach nochmal auf. Rechte Seite ist Dusche. Wir tauschen mal gerade die Plätze. Komm mal zu mir. Dann bewege ich mich mal kurz ins Schlafzimmer. Drehe mal ganz langsam. Und das ist der Blick dann quasi aus dem Schlafzimmer nach vorne. Mit einer sehr cleanen Optik, also sehr aufgeräumt. Keine ablenkenden Dinge. Ich denke, das ist im Schlafzimmer auch nicht schlecht, wenn alles ein bisschen schlichter ist. Muss also nicht immer mit Bling Bling sein. Unten habe ich ein Fach. Was ist da drin? Staufach. Ja, da sind immer die tollsten Überraschungen drin, je nachdem. Ja, könnte auch was anderes drin sein. So ein Geldbündel. Das wäre immer schön. Das wäre schön. Ja, großes Fenster oben. Ne, groß nicht, aber ein Fenster. Da habe ich oben eine Kleiderstange, die ich toll benutzen kann. Oder Handtuchhalter. Badetuch, Handtuchhalter, genau. Dann eine extra Dusche. Steig mal ein, die Dusche. Die ist komplett getrennt. Die muss ich auch nicht zurückbauen. Gerade denn, wenn man das Fahrzeug in der heutigen Zeit oft benutzt, auch zum Duschen, dann habe ich eine komplette Dusche, die ich auch zumachen kann. Kann jetzt nochmal die Klotür schließen. Wenn du da jetzt nochmal zumachst, das Raumbad erzeugst. Nee, du kannst ruhig drin bleiben. Also. Genau, und dann sieht man nämlich, genau, mach mal zu, großer Spiegel, Ja. wo du dich mal selber betrachten kannst. Genau, komplett. Komplett von oben nach unten. Links hat man dann die Dusche und auf der rechten Seite ein extra Badezimmer mit Toilette und einem Schrank, der sich schieben lässt von links nach rechts. Das hast du gesucht, gell? Ja, genau. It's magic. Ich konnte es von hier aus sehen. Und damit Den kann man denn verriegeln, gell? was das ist. Ich denke normalerweise, aber Wahrscheinlich ist das zum Festmachen. ja, Drück mal rein jetzt. Ja, jetzt ist es fest. genau. Was ich immer gut finde, sind die kleinen Mini-Expander, dass einem die Kosmetikartikel nicht durch die Gegend huschen. Unten drunter habe ich dann ein Waschbecken in Holzoptik Ja. mit einer Ablage auf der linken Seite. Das heißt, erweitert sich dann auch noch nach links.
Ja. Kann ich Sachen abstellen. Hier habe ich so eine Betonoptik im Hintergrund. Ganz edel. Steckdose. Die Schalter machen wir an. Hauptschalter wahrscheinlich nicht an. Müssen wir gleich mal schauen. Da ist dann nochmal ein Schrank. Toilettenpapierhalter auch nochmal, wo das Papier nach vorne durchgeht. Ist auch aus den Füßen. Und jede Menge Haken nochmal. Ist da noch was? Ne, da ist nichts mehr. Schön. Also ein eigenes Bad, das ich komplett abtrennen kann und auch zumachen kann, wenn ich mal hinten schon mal schlafe oder länger schlafen möchte. Das soll es ja schon mal geben. So, machen wir mal zu. Oben das Teil eingehangen zur Sicherung. So, Kühlschrank, großer. Einer ganz großen Höhe. Gefrierfach. Einer Getränke-Multibox mit Abtrennfach. Mit als AES-Kühlschrank mit Gas, 12 Volt und 230 Volt. Unten drunter habe ich ein sehr großes Fach. Da kann man alles reinmachen. Auch Schuhe. Dann nochmal ein Staufach, was ganz tief durchgeht, fast bis zum Fahrzeugende. Für Töpfe und Konserven zweimal. Hier ist der Mülleimer. 3 Schubladen. Besteckkasten. Der Bleistift. Ja, genau. Bleistift. Dann 2 Schubladen für Töpfe. Und dann die Spülbecken auf der rechten Seite. Und das Kochfeld auf der linken Seite. Oben drüber ist dann noch ein Schrank. Und zur guten Entlüftung hat man direkt ein Heki oben drüber. Das Ist das immer eingebaut? Das sehe ich zum ersten Mal. Oder Was denn? mir das nur das erste Mal? Das Brett hinten? Nee, das oben in der Decke. Warte, ich guck mal gerade. Das ist eine Zwangsentlüftung, die ist Zwangsentlüftung. Vorschrift. Okay. Wegen Gas. Ah, das ist im Küchenbereich immer. Ja, im Küchenbereich oder da wo Gas jeweils ist, Okay. ist es vorgeschrieben. Ja, eine Ambientebeleuchtung, komm, wir machen es mal an. Ich habe es eben ja probiert, das Hubbett geht ja, wenn du mal auf die Starttaste drückst, hier oben links, ganz links die Taste, da drunter. So, und dann ist das Licht an und dann sieht man auch sehr schön Oh ja, die Ambientebeleuchtung hier drin. sieht hübsch aus. Hier oben habe ich dann eine große Beleuchtung, habe aber überall noch Hintergrundbeleuchtung hier oben drauf, die ich auch einzeln zu- und abschalten kann. Das heißt also nur Hintergrundbeleuchtung oder nur Ambiente. Und überall da, wo ich drücken kann als Taster, kann ich auch dimmen. Und wir können dann noch mal ganz kurz ins Bad reinhalten. Jetzt, wo die Beleuchtung geht, hier ist uns auch jetzt Ambientebeleuchtung an. Nachts ist das besonders schön. Natürlich jetzt bei dem Sonnenschein passiert nicht so viel. Fällt das hier nicht so aus? So, und dann im Bad hält man es gerne hell. Und da sind genug Lampen drin Ah ja, das ist hier für links. genau, der rechte Schalter ist für das Bad und der linke für hier. Okay. So, Luftausströme immer schön in Fußnähe, dass man, wenn man sitzt, auch schön angeblasen wird von warmer Luft, falls man dann doch mal kalte Füße hat im Herbst. Was mit dem Ambiente? Ja, das ist wie sagt man? LED, die LED-Leuchte. Indirekte Beleuchtung so. Ja, die oben drin ist. Ja, ist hübsch gemacht. Ja, eigentlich wieder mal ein anderer Grundriss. Trotzdem war es wert, den einfach mal zu zeigen. Alle sind ähnlich, aber dann doch wieder ganz anders. Oft überlebt man dann Überraschungen, weil sie von außen ja alle gleich aussehen. Die muss man allerdings dann auch wirklich Probe sitzen. Diesmal 2,3 Liter, 140 PS, Preis sind 62.429 €. Der Detlefs T7057 EB Trend, Modelljahr 2021. Aus verrottungsfreiem GFK-Boden, Dach aus widerstandsfähigem GFK und eine extra breite Eingangstür. Hier steht er, guck mal auf die Uhr, 20 nach 3, die Sonne geht langsam unter. Ja, die Winterzeit hat uns wieder. Das heißt, wir haben noch gut 1,5 Stunden, wo es noch schön ist. Jetzt ist schön die Sonne, gell? Ja, jetzt blendet die gut. So, tschüss, danke fürs Zuschauen am 31.10.2020. Wir sind bei Glück in Sulzemoos. Tschüss.